Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute zeige ich dir, wie du benutzerdefinierte Rollen anlegen kannst. Um deine Teams bestmöglich zu managen, hast du im Social Hub die Möglichkeit, den Nutzern bestimmte Rollen zuzuweisen. Diese reichen von Admin über Community Manager und Social Media Manager bis hin zu Redakteuren. Aber was, wenn unsere vordefinierten Rollen nicht ganz passen? Hierfür gibt es die benutzerdefinierten Rollen, auch Custom Roles genannt. Mit dieser Funktion kannst du die Rollen nämlich selbst definieren und somit deinen Bedürfnissen anpassen. Im Reiter Benutzerdefinierte Rollen findest du eine Übersicht aller bestehenden Rollen und kannst sehen, welche Rechte sie genau haben. Manche Rollen sind als Standard bereits vorgegeben und können nicht bearbeitet werden. Allerdings kannst du hier oben einfach eine neue Rolle anlegen oder eine bestehende Rolle duplizieren, um diese nochmal anzupassen. Beim Erstellen einer neuen Rolle ist Schritt 1 natürlich die Benennung. Wähle am besten einen Namen, der klar definiert, welche Rechte enthalten sind. Das macht es später leichter, die Rolle zu identifizieren. Nun kannst du durch die Häkchen die Rolle so anpassen, wie du sie brauchst. Dabei kannst du entweder alle Rechte ansehen, nach bestimmten Social Hub-Bereichen filtern oder auch die Suchleiste nutzen, um bestimmte Rechte zu finden. Am Ende drückst du einfach auf Speichern und schon ist die benutzerdefinierte Rolle erledigt. Falls du etwas vergessen hast, kannst du deine Rollen jederzeit nochmal anpassen. Wichtiger Hinweis: Dieser Bereich ist nur für Admins und die Admin-Rolle selbst ist von der Personalisierung ausgeschlossen, da Admins stets Zugriff auf alles haben. Und so vergibst du nun die benutzerdefinierten Rollen im Social Hub. Wenn du einen neuen Nutzer hinzufügst, wählst du im Dropdown-Menü bei Rolle einfach deine benutzerdefinierte Rolle aus. Natürlich kannst du als Admin auch bei bestehenden Kontakten die Rolle nochmal anpassen. Und es gibt noch eine Möglichkeit, um Zugriffsrechte im Social Hub zu managen. Und zwar kannst du für einzelne Personen Kanalberechtigungen bestimmen. Hier entscheidest du für jeden verknüpften Kanal, ob die Person diesen nur sehen oder eben auch bearbeiten kann. Zum Beispiel wäre es für einen reinen Community Manager sinnvoll, den Redaktionsplan einsehen zu können, aber die Person muss nicht unbedingt Posts erstellen können. Mit den benutzerdefinierten Rollen und Kanalberechtigungen kannst du dein Team optimal managen und stellst sicher, dass jeder nur die Zugriffe und Rechte hat, die wirklich benötigt werden. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, melde dich gerne bei uns.